Willkommen zu diesem Video, in dem es um das Thema Werbungskosten geht. Das Thema Werbungskosten ist ja sehr, sehr umfangreich und heute geht es nur um 3 kleine Positionen. Wir sprechen über die Berufskleidung, über Bewerbungskosten und über die Kosten zu den Berufsverbänden. Sie bekommen ein paar Tipps. Bleiben Sie dran, seien Sie gespannt. Wir sehen uns gleich. Das Thema Werbungskosten ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Hier nochmal kurze Erinnerung, was sind Werbungskosten? Also Werbungskosten sind alle Aufwendungen, die man hat, um Einkommen zu erzielen. Das fängt schon an mit den Fahrten von der Wohnung zur Arbeit, über Fortbildung, über Fachliteratur, Telefonkosten und was es da alles gibt. Es ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Und da man mit den Werbungskosten unter Umständen die meiste Steuererstattung kassieren kann, sollte man sich näher mit dem Thema beschäftigen, sofern der Weg zur Arbeit, also die einfache Entfernung, so ab 12, 13, 14, 15 Kilometer ist, bei einer 5-Tage-Arbeitswoche. Da dieses Thema sehr, sehr umfangreich ist, habe ich heute mal 3 Punkte rausgepickt. Und zwar einmal das Thema Bewerbungskosten, dann typische Berufskleidung und Kostenbeiträge zu den Berufsverbänden. Wir fangen jetzt mal an mit dem Thema Bewerbungskosten. Nun, wann bewirbt man sich? Man bewirbt sich in der Regel, wenn man einen Job sucht oder aber auch, wenn man einfach nur mal seinen Marktwert testen möchte. Das habe ich früher auch immer ganz gerne gemacht, um zu sehen, ja, mit zunehmendem Alter wird man überhaupt nur auf dem Arbeitsmarkt genommen. So, Sie haben Bewerbungskosten in folgender Art und Weise. Es geht schon los mit dem Kauf einer Zeitung, die Inserate enthält. Oder Sie geben selber ein Inserat auf. Sie können es online machen, Sie können es in einer Zeitung machen, Sie lassen sich Passfotos machen, Sie brauchen Briefpapier, Porto, Briefumschläge, vielleicht eine Bewerbungsmappe. Vorher besuchen Sie noch einen Online-Kurs zum Thema Bewerbung oder kaufen sich einfach Literatur, damit Sie wissen, wie eine Bewerbung richtig geschrieben wird. Es gibt ja da auch diese Geheimsprache bei den Bewerbungsunterlagen. Und auch wenn man mit den Unterlagen seine Beurteilungen von den vorangegangenen Arbeitgebern mit hineintut, sollte man so ein bisschen die Geheimsprache der Personalabteilungen kennen. Wenn Sie jetzt versäumt haben, Ihre Belege zu sammeln, kann man so als Faustregel sagen, ja, bei einer normalen Bewerbung per Post kann man pauschal 9 € ansetzen. Man hat aber keinen Rechtsanspruch darauf. Versuchen Sie es einfach. Bei einer Online-Bewerbung sind es 2,50 €, die man pauschal ansetzen kann. Besser ist natürlich, Sie haben Belege und Sie werden vielleicht erstaunt sein, was da alles zusammenkommt. Haben Sie sich jetzt beworben und bekommen auch eine Antwort und haben eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch, dann sind natürlich auch die Kosten für die Fahrt von Ihnen zu Hause zur Firma und wieder zurück, also jeder gefahrene Kilometer mit 30 Cent abzugsfähig. Haben Sie sich jetzt ein bisschen weiter beworben und fahren vielleicht mit dem Zug und müssen noch eine Übernachtung dazu buchen, dann sind natürlich die Fahrkosten, die Übernachtungskosten und die Verpflegungspauschalen für den Anreise- und Abreisetag ebenfalls steuerlich absetzbar. Ja, es gibt für nur alleine zum Thema Bewerbungskosten extra Bücher, Bände, Kurse. Es ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Das sollen hier nur meine Tipps gewesen sein. Also denken Sie schon beim Zeitungskauf daran, dass Sie sich die Quittung geben lassen im Kiosk, im Kaufland oder wo immer Sie Ihre Zeitung dann kaufen und auch eben alle Belege aufheben. Das macht es einfacher. Wir schicken zwar seit einigen Jahren keine Belege mehr zum Finanzamt, aber es wird willkürlich geprüft und ja auch sehr willkürlich werden Belege angefordert und dann sind Sie in der Beweispflicht. Also immer im Hinterkopf behalten, denken Sie dran, Belege sammeln. Ja, das war es jetzt mal in der Kürze zum Thema Bewerbungskosten. Es geht gleich weiter mit dem nächsten Thema. Bleiben Sie dran. Weiter geht es mit dem Thema typische Berufskleidung. Was ist typische Berufskleidung? Nun ja, typische Berufskleidung ist in der Regel solche Kleidung, an der man den Beruf erkennt. Das ist zum Beispiel beim Bäcker so, beim Maurer, beim Metzger, beim Schornsteinfeger, beim Pfarrer
und bei noch einigen anderen. Es gibt aber auch Firmen, die schreiben ihren Arbeitnehmern Dienstkleidung vor. Da haben sie gestellte Arbeitskleidung mit einem Logo der Firma und das ist dann ebenfalls als typische Berufskleidung anzusehen. Mal ein Beispiel. Also die Kraftfahrer, Lkw-Fahrer, die fahren in der Regel mit ihrer normalen Kleidung, Jeans, Rolli, irgendwas. Aber zum Beispiel gibt es ja ein Umzugsunternehmen, Choi Umzüge. Da tragen die Lkw-Fahrer und auch die Träger alle einheitliche rote Firmenkleidung mit dem Firmenlogo. Wenn sie Uniformträger sind, ist das natürlich auch typische Berufsbekleidung. Also man kann sagen, typische Berufskleidung sind solche Kleidungsstücke, die man gewöhnlich nicht in der Freizeit trägt. Ja, auch wenn der Banker einen schicken, teuren Anzug hat, den kann er nicht bei den Steuern absetzen, weil er den ja auch in der Freizeit tragen kann. Ja, und genauso ist es mit vielen, vielen anderen Berufen. Es muss also wirklich nur typisch berufsbedingt sein, diese Kleidung. Haben Sie jetzt solche typische Berufskleidung, dann können Sie dafür auch natürlich die Kosten für das Waschen oder die Reinigung geltend machen und ebenso Instandsetzung oder Reparaturen. Ja, manchmal muss was gekürzt werden, ein Reißverschluss gewechselt werden oder irgendwas anderes geändert werden. Dann bringt man das in die Änderungsschneiderei und diese Quittungen heben Sie gut auf und packen das zu Ihren Steuerunterlagen. Die Software, die ich benutze, die hat bei typischer Berufskleidung automatisch auch eine Vorgabe für das Waschen der Berufskleidung. Das geht dann nach Anzahl der Personen, dann nachdem wie viel Grad man die Wäsche wäscht. Bei ist es Pflegeleichtwäsche, wäscht man die bei 60 Grad, ist es Kochwäsche, so wie beim Koch oder Bäcker oder Maurer, da hat man Kochwäsche. Diese ganze Warmwetterschutzkleidung zum Beispiel, die wäscht man bei 30 Grad. Und so gibt's da verschiedene Sachen. Also je nachdem, was Sie für eine Software für Ihre Steuererklärung benutzen, sollte das eigentlich da drin sein und Ihnen die Arbeit erleichtern. Ja, alle Berufe, bei denen Sie Warn- und Wetterschutzkleidung tragen, also draußen im Freien arbeiten oder auf den Baustellen, können Sie natürlich auch als typische Berufskleidung steuerlich geltend machen. Ebenso Zunftkleidung. Also die Zimmermänner oder bestimmte Poliere im Bauberuf haben Zunftkleidung, zum Beispiel wenn sie zur Besprechung, zur Versammlung oder zu Vertragspartnern gehen. Und das sieht dann immer schick aus, aber denken Sie dran, diese Kleidung können Sie steuerlich absetzen, sofern der Arbeitgeber Ihnen diese nicht gestellt hat. Also Sie müssen die Kosten schon alleine tragen. Ne? Alles, was Ihnen der Arbeitgeber stellt, können Sie natürlich nicht steuerlich geltend machen. Es gibt auch einige Arbeitgeber, die übernehmen das Waschen der Reinigung und stellen das den Arbeitnehmern mit zum Beispiel 10 Euro monatlich in Rechnung. Diese 10 Euro sind dann immer auf der Gehaltsabrechnung zu sehen. Vergessen Sie nicht, diese 10 Euro mal 12 Monate oder wie viele Monate Sie im Jahr gearbeitet haben, mit in Ihre Steuererklärung zu übernehmen. Ja, das war jetzt das Wichtigste zum Thema Berufskleidung. Hier gibt's auch ganze Bücherbände. Das war jetzt nur mal ein kurzer Überblick für Sie zur Information. Es geht gleich weiter mit dem nächsten Thema Beiträge zu Berufsverbänden. Zu dem Thema Kosten für Berufsverbände und Gewerkschaftsbeiträge gibt es eigentlich nicht allzu viel zu sagen. Wichtig ist, dass Sie die Beiträge steuerlich absetzen können. Und einige überlegen manchmal oder fragen mich, ja, was ist denn besser, Frau Martin, sollen wir in einer Gewerkschaft bleiben oder lieber eine Rechtsschutzversicherung abschließen? Die Frage, die muss sich jeder eigentlich selber beantworten. Beide, also den Anteil Berufsrechtsschutz und auch den Gewerkschaftsbeitrag, kann man steuerlich absetzen. Der Gewerkschaftsbeitrag ist abhängig von der Höhe des Bruttoeinkommens und der Beitrag zur Berufsrechtsschutz, der ist von anderen Faktoren abhängig. Ja, die Gewerkschaftsbeiträge, die werden ganz unterschiedlich eingezogen. Also ich habe jetzt in meiner Praxis das so erlebt, bei einigen geht's über das Gehalt, bei einigen geht's direkt über das Konto und einige überweisen direkt. Wie auch immer, wichtig ist, dass Sie den Nachweis haben und in Ihrer Steuererklärung nicht vergessen. Wenn jetzt der Gewerkschaftsbeitrag bei Ihnen vom Gehalt eingezogen wird, dann schauen Sie am besten auf den
auf die Abrechnung vom Monat Dezember. Da ist ja kumuliert das ganze Jahr darauf. Und dann haben sie da auch diesen Jahresbeitrag für die Gewerkschaft. Bei Verdi sehe ich das ganz oft, aber auch bei anderen Gewerkschaften. IG Metall stellt in der Regel eine Beitragsbescheinigung aus, wenn man anruft. Manche schreiben den Jahresbeitrag, manche schreiben, Herr sowieso, Frau sowieso haben im Durchschnitt pro Monat 12,81 € bezahlt oder so. Also die Nachweise, die sind so unterschiedlich und dadurch kommt das auch öfter mal vor. Also ich merke das bei meinen Mitgliedern, die vergessen schlichtweg einfach mir die Gewerkschaftsbeiträge mit in die Unterlagen zu packen. Manche kopieren die Kontoauszüge, manche schreiben das so auf, wie auch immer. Wenn das Finanzamt den Nachweis haben will, müssen sie natürlich in der Lage sein, ihren Beitrag zu belegen. Ja, Gewerkschaftsbeiträge, Berufsverbände, jeder weiß eigentlich, wenn er solche Beiträge zahlt. Wichtig ist wirklich, da muss ich nochmal darauf hinweisen, dass Sie es bitte in der Steuererklärung erfassen, weil es wird leider wirklich sehr, sehr oft vergessen. Man zahlt es und es ist so selbstverständlich automatisiert und da man oft eben am Jahresende keinen Sammelbeleg bekommt, wird es in Vergessenheit geraten. Ja, das war es nun eigentlich mal zu den 3 Positionen mit B, Bewerbungskosten, Berufsbekleidung und Berufsverbände. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesen 3 Themen weiterhelfen. Sichern Sie sich auch hier unter dem Video meinen kostenlosen Report und ja, tragen Sie sich ein, laden Sie sich den runter und da gibt es einige hilfreiche Tipps, die Ihnen sicherlich auch weiterhelfen. Schreiben Sie in den Kommentaren, zu welchen Themen Sie sich weitere Videos wünschen. Also ich mache ja 27 Jahre schon diese Beratungsstelle Lohnsteuerhilfeverein und habe ganz, ganz viele Praxisbeispiele, die ich Ihnen auch gerne weitergeben möchte, sofern der Bedarf da ist. Bis zum nächsten Video. Jutta Martin.